Hallo meine Lieben, heute geht es um diesen T4. Der stand 6 Jahre unbewegt unterm Carport. Und jetzt will ich mir den mit euch zusammen anschauen. Was da noch alles funktioniert oder besser gesagt, was alles gemacht werden muss, damit der TÜV bekommt. Nach dem Intro geht's los. Der T4 ist von meinem Nachbarn schräg gegenüber. Er hat ihn von einem Bekannten bekommen und wollte sich den fertig machen. Ich sollte mir den mal anschauen, damit er weiß, was alles gemacht werden muss. Und das machen wir jetzt. Zum Fahrzeug. Das ist ein T4 Synchro, also Allrad, mit dem 2,5 Liter Benzinmotor, 110 PS. Ist Baujahr 1992 und hat nur 192.000 Kilometer runter. Das ist echt wenig für das Baujahr. Die Jungs haben mir den Bus vor die Tür geschleppt, weil er nicht angesprungen ist. Die haben es schon mit Überbrücken probiert, aber da hat sich wohl nichts getan. Nun stand ich heute mit meinem Cousin vor dem Bus und wir haben uns überlegt, wie wir den Bus in die Halle kriegen. Schieben zu zweit ist nicht. Dafür ist er zu schwer und die Einfahrt zu steil. Also habe ich draußen probiert zu starten, aber es ging nicht mal die Zündung an. Kurz die Batterie gemessen, die hatte noch 12,5 Volt. Sicherungen kontrolliert, waren alle in Ordnung. Kurz an den Batterieklemmen gewackelt und schon ging die Zündung an. Den Schlüssel gedreht und nach kurzem Genuddel ist er dann auch schon angesprungen und ich konnte in die Halle fahren. Als erste Maßnahme mache ich erstmal die Batteriepole sauber und schmiere die mit Batteriepulfett ein. So, dann probieren wir es gleich mal. Zündung an. Geht. Motor starten. Einwandfrei. Erstes Problem schon gelöst. Dann schauen wir uns noch den Rest an. Ich habe den T4 schon ein Stück hochgehoben. Dann schauen wir mal. Freigängigkeit ist okay. Axialgelenk und Spurstangkopf haben kein Spiel. Bremsbeläge sind fast komplett runter. Die Bremsscheibe ist zu stark verrostet. Müsste beides neu. Bremsschlauch muss auch neu. Der ist porös. Traggelenk muss auch neu. Da ist die Manschette kaputt. Die Achsmanschette muss auch neu. Die ist hier kaputt. Der Reifen geht noch. Der Kotflügel ist hier durch. Da würde ich einen guten Gebrauchten besorgen. Der Schweller ist hier durchgerostet. Müsste man schweißen. Hier sieht alles gut aus. Freigängigkeit. Nix. Die Bremstrommel ist fest. Die müsste man zerlegen und gängig machen.
Der Reifen ist auch okay. Auf der Seite das gleiche. Bremstrommel ist fest. Reifen geht. Auf der Seite muss auch alles neu gemacht werden wie vorne links. Außer die Achsmanschette. Die ist hier noch okay. Es gibt ein großes Problem mit den Felgen. Die sind nicht für den T4 geeignet. Passt mal auf, was passiert, wenn die Lenkung voll eingeschlagen ist und ich am Rad drehe. Das Rad lässt sich nicht mehr weiter drehen. Warum? Das zeige ich euch. Die Felge steht viel zu dicht am Spurstangkopf an. Und wenn jetzt noch das Auswuchtgewicht vorbei will, geht's nicht mehr. Schaut euch mal das Auswuchtgewicht an. Das ist ganz schön abgeschliffen. Er muss sich auf jeden Fall neue Felgen besorgen. So wird das nichts mit dem TÜV. Da ich leider so einen Transporter nicht so weit hochheben kann wegen meiner geringen Deckenhöhe und mein Kamerafuzzi Rücken hat, schaue ich mir den T4 schnell von unten an. Und wenn ich Mängel finde, zeige ich euch die punktuell. Von unten sieht er gut aus, nur eine Stelle am Schweller ist durch. Das sieht man hier, muss geschweißt werden. Der Auspuff ist hier ein bisschen undicht, aber das ist eine Kleinigkeit. Und die Bremsleitungen hier hinten sind ein wenig angerostet. Die würde ich abschleifen und lackieren. Ansonsten ist er von unten top. Von innen sieht er echt noch super aus. Und was mir am besten gefällt, zeige ich euch gleich. Kommt drin! Hier hinten finde ich es richtig cool. Hier hast du 5 Sitze, einen Tisch. Hier kannst du eine Party schmeißen. Finde ich richtig nice. Optisch steht ja auch nur super da. Einmal überpoliert und dann sieht er wieder aus wie neu. Am Bus ist schon ein bisschen was zu tun, aber ich stehe total auf dem Bulli und würde den sofort wieder aufbauen. Aber mal sehen, was mein Nachbar sagt. Da fließt schon nicht wenig Geld und Zeit rein. Was würdet ihr machen? Aufbauen oder an den Export verkaufen? Schreibt's mir in die Kommentare. So, das war's auch schon wieder für heute. Danke fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mich immer noch nicht abonniert habt, auf den Abo-Button draufklicken. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Gina.